Ich kann dir nicht sagen, was mich so an Fly fasziniert, Thorsten. Es ist einfach... Es fühlt sich einfach richtig an. Es fühlt sich an wie meine Bestimmung. Ich mag die Nostalgie. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja. Definitiv. Aber es ist schon auch mehr als das. Einfach nur Nostalgie reicht nicht auf Dauer. Du hast dieses Spiel jetzt seit ca. 15 Jahren gespielt, Kindheitserinnerungen? Also das heißt, du spielst noch. Oder spielst du nicht mehr? Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal sagen, warum ihr Fly spielt. Warum muss immer ich das nur sagen? Wirklich nicht so einfach, es auf einen Grund oder so zu beschränken. Ich hasse halt Spiele, die einfach immer... Kindheitserinnerung, Kindheitserinnerung. Oh je. Als Kind war es viel besser, da war ich Free-to-Play und hatte 20 Mal mehr Penny als jetzt, obwohl ich cashe. Da machst du irgendwas falsch. Aktuell spielst du nicht mehr. Oh. Also bisher haben wir eigentlich nur Nostalgie als Grund, okay. Damn. Also bei mir persönlich ist es halt so, dass ich einfach Spiele mag, die niemals enden, sozusagen. Das heißt quasi, Flive, zumindest wenn man es halt nicht komplett übertreibt, hat irgendwie kein richtiges Ende. Weil selbst wenn du es mal schaffen würdest, einen oder sogar zwei Charakter wirklich perfekt auszurüsten, was die wenigsten jemals geschafft haben, glaube ich. Naja, ich meine, es gibt 8 Klassen. Dann könntest du immer noch 6 weitere ausrüsten. Und alle 8 Klassen perfekt ausrüsten, also das hat auf jeden Fall noch nie jemand legitim geschafft. Weil selbst eine Klasse ist... Ich meine, gut, in Flive Universe ist es ein bisschen einfacher. Aber in Flive PC war es literally unmöglich eigentlich. Und das mal 8 kannst du sowieso vergessen. Also schon crazy. Und ich weiß nicht, dieses Unerreichbare ist irgendwie so nicht schlecht, weil in anderen Spielen, wenn du irgendwann mal das Ende erreicht hast, dann langweilst du dich halt. Und in Flive wird das halt niemals passieren und dadurch kannst du dich eigentlich nicht wirklich... Ich meine, du kannst dich ja trotzdem langweilen, theoretisch. Also ich nicht eigentlich, aber theoretisch schon. Aber zumindest kannst du nicht sagen, naja, ich habe alles erreicht, was man erreichen kann. Und jetzt muss ich auf ein Update warten und deswegen höre ich jetzt auf zu spielen, bis es wieder was Neues zu erreichen gibt. Und das kann halt in Flive eigentlich nicht wirklich passieren. Natürlich, perfektes Equipment und so, pipapo. Kann man sowieso drüber streiten, ob das überhaupt Sinn ergibt oder so. Macht es eigentlich in der Regel nicht, weil es viel zu viel Geld kostet und viel zu wenig bringt im Verhältnis zu den Kosten. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist... diese Endlosigkeit ist irgendwie ganz nice eigentlich, finde ich. Kann dir ein anderes Endless Game geben, füll meinen Bankaccount, bis er 10 Mille hat, während ich Geld ausgebe? Das Game klingt ziemlich scheiße. Das ist kein gutes Game. Klingt langweilig. Er hat 4 Klassen komplett gemaxt, aber spielt noch mit einem Charakter die ganze Zeit. Ja. Aber ist ja egal, ob er sie spielt oder nicht, darum geht's ja nicht. Wenn du ein Ziel hast... Also ich meine, wenn dein Ziel ist, deine Charakter auszurüsten, heißt ja nicht zwangsläufig, dass du sie auch spielen musst. Wenn ich jetzt einen perfekten Blade hätte, würde ich ihn wahrscheinlich trotzdem jeden Tag nur für Kriton benutzen. Für 10 Minuten oder für 20 Minuten. Heißt ja nicht, dass ich ihn dann die ganze Zeit spielen würde. Könnte aber trotzdem eins meiner Ziele sein. Naja. Spoiler ist es nicht, aber könnte es theoretisch sein. Abu Redmore, danke für den Raid. Was geht ab?
Kannst mir auch noch ein paar Quests reinwerfen zwischendrin zur Action. Und sonst hat keiner was dazu zu sagen, warum ihr Flive spielt. Damn. Das sind ja noch langweiligere Antworten als meine. Aber ja, Nostalgie und Kindheitserinnerungen sind auf jeden Fall auch ein großer Grund, aber nicht der einzige. Sucht? Ja, gut. Ich sag mal so, kann man etwas täglich machen, wenn man nicht danach süchtig ist? Außer arbeiten vielleicht. Und atmen und essen und trinken. Also ich meine, eine gewisse grundlegende Sucht, sag ich mal, muss ja vorhanden sein. Sonst würdest du ja gar nicht spielen. Also kontinuierlich. Aber ja, also keine Ahnung. Ich meine generell das Wort Sucht ist irgendwie ziemlich abgestumpft, weil ich finde halt, es ist eigentlich nur dann zutreffend, wenn du nicht anders kannst. Aber das ist halt was anderes, als wenn du nicht anders willst. Sag ich mal. Also ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, oder jemand anderes könnte jetzt auch sagen, ja, warum spielst du Flive? Könntest du ja auch WoW spielen. Dann sage ich, nee, ich spiele aber lieber Flive. Dann sagt er, ja, du bist süchtig. So. Ich meine, an für sich ist das jetzt nicht komplett falsch. Aber das heißt ja jetzt, nur weil ich nichts anderes spielen will, heißt es ja nicht, dass ich nichts anderes spielen kann. Aber, also ich meine, schwer zu erklären, was ich damit meine, aber irgendwie, finde ich, gibt es da halt schon einen Unterschied. Ohne etwas nicht leben können oder nicht wollen. Ich meine, es kann das Gleiche sein, aber es kann halt auch nicht das Gleiche sein, sag ich mal. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich ohne Flive nicht leben wollen würde. Das auf keinen Fall. Aber war jetzt ja nur etwas überspitzt ausgedrückt, sag ich mal. Also, das ist halt der Unterschied zwischen können und wollen. Und wie gesagt, jemand, der süchtig ist, selbst wenn er es will, kann er nicht anders. Aber ich würde behaupten, ich könnte schon anders, aber ich will nicht. Außerdem hängen bei mir halt auch ein paar mehr Sachen dran. Mein gesamter Twitch- und YouTube-Content hängt da dran. Also, sag ich mal, wäre es auch gar nicht mal so einfach in meinem persönlichen, speziellen Fall einfach aufzuhören, weil es halt doch noch an ein paar andere Faktoren geknüpft ist. Was halt ein weiterer Grund ist, warum ich es nicht will. Können könnte ich es jederzeit, theoretisch.